Herzlich willkommen zur ersten Zylinderhaus Klassik. Zur Vorbereitung auf eine der Durchfahrtskontrollen mit ihren kleinen Prüfungen gibt es vor dem Start neben dem obligatorischen Teilnahmeschild für jedes historische Fahrzeug noch schnell eine verschleierte Messung des Raddurchmessers. Ja, also wir haben hier einen Buckel-Volvo aus dem Jahre 1958. Bedeutet, dass er dieses Jahr 60 Jahre alt geworden ist. Und ist einer der ersten 544er, noch mit 6 Vollanlagen drin. In diesem Jahr, in dem 1958, ist der 444er ausgelaufen und hier dieser 545er ist in Produktion gegangen. Und Anfang 56, 57 ist auf 12 Volt umgestellt worden, weil die 6 Volt, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber sonst, das Auto läuft top. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Besitzt das Fahrzeug schon 18 Jahre und möchte auch nicht mehr missen. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that it's good. Don't know much about geology, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Yes, mommy. Can I touch? Ja, gut so. Also müsste der Papa aufmachen. Entweder mit Mercedes oder mit Bei dem Auto handelt es sich um einen Wanderer, Baujahr 1927, genannt W25K. Diese Version ist eine 2 Liter Wanderer Porsche Motor mit 50 PS. Es gab diese Wagen auch noch mit einer Kompressorvariante mit 90 PS. Hier auch mal ein Blick in den Motor. Man sieht den 6-Zylinder-Motor. Es hat eine Viergangschaltung. Der Motor selber wiegt schon fast 1 Tonne. Also das Fahrzeug besteht hauptsächlich aus Motor. Zum Zylinderhaus. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses historische Gemäuer originalgetreu wieder nach Gründerzeitstil auch zu bauen. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, die alte Zeit wieder zu spiegeln, denn wir sehen uns nicht nur als reines Oldtimer-Museum,
sondern auch als Boten der guten alten Zeit. Wir wollen die gute alte Zeit wieder darbringen. Das Museum soll für jung, für alt, für Frau, für männlich alle gleichermaßen gut ausgelegt sein. Und insofern haben wir ja in dem Museum auch verschiedene Straßen, Einkaufspassagen und Geschäfte, wie sie früher eingerichtet waren. Diverse Läden, wie zum Beispiel Fahrradladen. Wir haben eine Tankstelle im Museum. Und es geht darum, dass wir die alte Zeit besser verstehen, respektieren können, was damals auch geschaffen worden ist, wie sorgfältig man mit Ressourcen umgegangen ist. Heute diese Wegwerfgesellschaft, wo nur noch alles aus Plastik besteht, den wollen wir auch mal zeigen, es ging auch früher anders. Und wir haben doch sehr viele Gruppen mittlerweile durchgeschleust hier durchs Museum, die alle begeistert waren. Und einigen, vor allen Dingen auch jungen Leuten, hat man noch mal etwas mitgeben können, sodass sie mal überlegen können, muss man alles wegspeisen oder war früher nicht alles auch etwas sehr Sinnvolles in dieser Zeit? In diesem Sinne, herzlichen Dank. Am Start selbst gibt es jetzt die Unterlagen mit der Streckenbeschreibung und 2 Suchbildern mit Fragen. So, die Nummer 2. Die Nummer 7 bitte. Die Nummer 52 bitte. When I
Wasserstofffensteraufladung erreicht ab 80 PS ab 6-Zylindermotor. Dann achte auf die Winker rein zur Richtung. Ja, super, danke. Viel Spaß! So, da haben wir ein besonderes Fahrzeug, wo man
erstens mal die weite Anreise tun muss aus Belgien und zum Zweiten das Nummernschild. Es handelt sich bei diesem Fahrzeug um ein DKW 3/6, genauso wie es auf dem Nummernschild steht. 3/6, wie man das üblicherweise kennt. Viel Spaß! So, gefolgt von der Nummer 51, MG, und zwar ein MG A. Gefolgt von der Nummer 38. Ich wusste gar nicht, dass oft in die Fahrzeuge mit Schwierigmutterwitz baut, aber es sieht offensichtlich so aus, dass da ein blinder Passagier an Bord ist. Ihr könnt den blinden Passagier irgendwo im Hunsrück aussetzen, im Wald am besten. Ja, ciao. Vermutlich werden gegen 16 Uhr die ersten auch wieder zurück sein. Bereits im Moselweinort Liesa hat sich der weiße Rekord vom ersten Suchbild in einer Hecke versteckt. Vorbei an der bekannten Wallfahrtskirche in Klausen geht es zur ersten Durchfahrtskontrolle. Dort müssen aus 6 verschiedenen Flaschen die 5 richtigen entsprechend den Angaben auf dem Flaschenhalter zugeordnet werden. So, Sie haben hier Betriebsflüssigkeiten von Autos. Ja. Die müsst ihr hier einordnen. Hier stehen 6 Flaschen und 5 Stück drauf. Also eine bleibt übrig. Dafür haben wir dann extra Käferfahrtypisch Kühlflüssigkeit hier. Ne? Aber das da sind der wäre gut. Ja. Also das hier ist mehr so ein bisschen ordentlicher. Hier geht es um die Diskothek. 100 Punkte. 100 Punkte, alles richtig. Eine wunderschöne Aussicht auf die Mosel bietet sich den Teilnehmern, als es nun heißt, die Serpentinen runterzufahren und die Mosel zu überqueren. Der kleine Weinort ist durch seine Lage Piesbacher Goldtröpfchen international bekannt. Weiter führt die Strecke durch den Weinort Neumagen, dem ältesten Weinort Deutschlands, bekannt durch das große dort gefundene Römerschiff. Vorbei am Trittenheimer Altärchen geht es rauf in den Hunsrück zur nächsten Durchfahrtskontrolle mit der Aufgabe, einen Rand voll Becher Wasser über den holprigen Waldboden möglichst ohne Verlust zu transportieren. Gemessen wird dann anschließend noch die Lautstärke der Hupe. So, mach jetzt erst eine Frage, wir kommen weiter mit an. Wenn du mal vorbereitet hast, dann sage ich Standstopp. Okay. Nummer 31. Länger. 113,1.
Ich würde das Auto an. Oder? Ich will alles arbeiten, ich will das machen. Lass den Becher nicht von der Hand. Das Brett, habt ihr das noch gesehen? Das funktioniert? Nummer habt ihr, ja, 31. Ja, muss man gucken. Ja. Erzähl noch ganz weiter. Welcher voll, dann fahren wir eine große rum. Kommen wir hier an, über Ausland. Und jetzt lässt er wieder zurück. Und dann wird die Luft. Was? Durch das beschauliche Hunsrück-Örtchen Berglicht geht es weiter entlang der Felder und Wälder bis zur Abbiegung nach Veldenz und Mülheim. Vor Erreichen der Mosel gilt es aber, das zweite Suchbild zu finden und natürlich den geheimnisvollen Inhalt des abgebildeten Fasses. Auf der rechten Moselseite geht es nun die Mosel entlang zurück nach Bernkastel und kurz vor dem wohl teuersten Weinberg, dem Bernkasseler Doktor, über die dortige Brücke in den Ortsteil Kues zur nächsten Prüfung. Hier muss möglichst genau auf der Markierung gebremst und der Umfang eines Rades genannt werden. Der Umfang des eigenen Rades, der hier genannt werden musste, führt uns zurück zu dem Anfang, als wir erkennen konnten, dass einige Helfer des Zylinderhausteams damit beschäftigt waren, mit Zollstock den Durchmesser des Rades zu ermitteln, um nachher halt den Radumfang genau bestimmen zu können. Nehmen wir das an? Ja, der Umfang. Der Umfang, ja, ja. Das war der 4. Dann seid ihr 10 cm daneben. Das heißt, ihr kriegt noch 75 Punkte. Seid gut dabei. Ja. 75. Kann ich euch direkt davon sagen, ob es richtig ist. Und ja, wenn ihr anfangt, dann fange ich auch an zu stoppen. Ja, komm mal. Ladenlicht, Abblendlichtschalter. Ja, richtig. Mit dem Waschpump.
Waschpumpe. Ein Zündspul. Ja, Vom Fensterkurbel. Fensterkurbel. Thermostat. Richtig. Fertig. Was für eine Pumpe? Waschpumpe. Scheinwaschpumpe. Richtig. Ja. Mensch, ich sag ja, unter einer halben Minute. Ihr seid Olli! Hast du das gewusst? Kann das sein? Eine halbe Minute. Ja, es ist nicht in jedem Auto gehört, das ist klar. Relativ speziell aus dem VW Käfer. Ja, okay. Sie waren noch gar nicht. Ist das nicht für die Pumpe? Florian, Sie waren noch nicht bei mir an der Ja, die Pumpe hatte das alle durch. Die hatten einen Fußschalter unten. 15 Sekunden. Also ich weiß nicht, ob es alle Käfer sind. Für Lichthupe? Nein. Ja, fürs Licht. 5 von 5, sehr gut. Wie viel? Ja, wir haben hier einen Sack mit 5 Gegenständen, alle im Auto verbaut. Und ja, die Leute mussten die gerade erfüllen, hatten 2 Minuten Zeit dafür. Und unter anderem war da drin ein Thermostat, eine Zündspule, eine Pumpe für einen Scheibenwischerpumpe. Dann hatten wir noch eine Kurbel vom Fensterheber. Und zu guter Letzt hatten wir noch einen Schalter, das hat man auch akustisch gehört, das hat manchen Leuten weitergeholfen. Und bei dem Schalter handelt es sich um einen Fußschalter vom VW Käfer fürs Fernlicht. Hier haben wir das Team zu meiner rechten Seite. Ich hoffe, dass wir den Teilnehmern der ersten Zylinderhaus-Klassik Mosel, die Eifel, den Hunsrück und nicht zuletzt unser schönes Moseltal durch diese besondere Art des Erfahrens ein Stück näher bringen konnten. Der Pokal Nummer 7 sollte das Team bekommen, welches die weiteste Anreise bis hierhin hinter sich gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, Sie fahren nochmal mit uns. Den Pokal Nummer 6. Dann haben wir uns dazu entschlossen, dass dieser Pokal das beste Frauenteam erhalten soll. Den Pokal Nummer 5 mit 673 Punkten. Der 4. Platz und dann noch ein Preis. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Der Pokal Nummer 3, der sich heute richtig am Gras austoben konnte, mit hohen Drehzahlen. Der gerade den Mund voll hat. Guten Appetit. So, nach dem 2. Platz kommen wir nun zum Sieger der ersten Zylinderhaus-Klassik Mosel-Ausfahrt. Bis spätestens zum nächsten Jahr. Tschüss, tschüss. Das ist dein Kaliber. Das ist der Kleine.